Heute stelle ich dir den am schnellsten wachsenden Markt der Zukunft vor. Der Markt der humanoiden Roboter. Sie werden unser Leben für immer verändern. Lass dich überraschen. Mein Thema heute sind humanoide Roboter. Dabei handelt es sich um Maschinen, die der menschlichen Physiologie nachempfunden wurden. Es geht also nicht um diese einarmigen Fertigungsroboter. Aber fangen wir von vorne an. Was meinst du, wann wurde der erste Roboter gebaut? In den 70er Jahren? In den 60er Jahren? Nein. Der vermutlich älteste Roboter der Welt ist der chinesische Südzeiger-Kompasswagen. Er wurde bereits 2500 vor Christus erwähnt. Dabei handelt es sich um eine auf einen Wagen montierte Figur. Egal in welche Richtung der Wagen bewegt wurde. Mit einer Art Differentialgetriebe wurde die Figur immer so gedreht, dass sie nach Süden zeigte. Vermutlich im Jahr 1495 konstruierte Leonardo da Vinci eine erste menschenähnliche Maschine. Er entwarf einen mechanischen Ritter, der durch einen Mechanismus aus Zahnrädern, Seilzügen mittels Umlenkrollen Arme, Beine sowie Kopf und Mund bewegen konnte. Ob er den mechanischen Ritter tatsächlich gebaut hat, ist leider nicht bekannt. Der französische Ingenieur Jacques de Vaucanson baute im Jahr 1738 ein Ensemble, das aus einem Flöte spielenden Trommler, einer Ente und einem Flötenspieler bestand. Jede der Figuren wurde mittels einer mechanischen Stiftwalze angetrieben. Im Jahr 1774 stellte der Schweizer Uhrmacher Pierre Jacquet-Droz seine 3 Androiden vor. Sie hießen der Schreiber, der Zeichner und die Organistin. Du kannst sie noch heute im Kunsthistorischen Museum von Neuenburg besichtigen. Der Begriff Roboter wurde erst im Jahr 1921 von dem tschechischen Schriftsteller Karel Čapek eingeführt. Er hat ihn von dem slawischen Wort Rabota, zu Deutsch Arbeit, abgeleitet. Sein Theaterstück handelt von künstlichen Menschen. Darum hieß es RUR, das steht für Rossum's Universal Robots. 1926 baute die Westinghouse Electronic Corporation in den USA den Telefox. Dabei handelte es sich um einen Pappausschnitt, der an verschiedene Geräte angeschlossen wurde. Auf Befehl des Benutzers konnte er diese ein- und ausschalten. In Japan wurde 1927 von dem Biologen Makoto Nishimura der Gakutensoku gebaut. Gakutensoku konnte seinen Gesichtsausdruck verändern und mittels einer Hydraulik Kopf und Hände bewegen. In der rechten Hand hielt er einen stiftförmigen Signalpfeil und in der linken Hand eine Lampe. Auf ihm saß ein Robotervogel namens Goku Kyūshū. So ähnlich jedenfalls hieß er. Wenn dieser weinte, schlossen sich Gakutensokus Augen und sein Gesichtsausdruck wurde nachdenklich. Sobald die Lampe leuchtete, begann Gakutensoku Wörter mit einem Stift zu schreiben. Im selben Jahr erschien Fritz Langs Film Metropolis. Zentrale Figur war der Maschinenmensch Maria, gespielt von Brigitte Helm. Ihre Erscheinung hat die Vorstellung der Menschen von einem Roboter wesentlich geprägt. Anfang der 30er Jahre wurde in England Robot von dem Motoringenieur Alan Herbert Raffel und Captain William H. Richards gebaut. Robot war vollständig aus Stahl. Er konnte sprechen, den Kopf drehen, Gegenstände halten und sich verbeugen. 1961 konstruierte der Wiener Ingenieur Klaus Scholz den MM7.
Der konnte bereits Türen öffnen, den Fußboden fegen oder Getränke aus einer Flasche in ein Glas einschenken. Die japanische Waseda-Universität stellte 1973 den Wabot 1 vor. Er konnte in japanischer Sprache kommunizieren, gehen sowie Objekte ergreifen und tragen. 1993 konstruierte Honda den P1. Dieser verfügte über 2 bewegliche Greifarme, mit denen er in der Lage war, Schalter zu bedienen und Türen zu öffnen. 3 Jahre später präsentierte Honda den fortschrittlichsten humanoiden Roboter seiner Zeit, Asimo. Asimo konnte gehen, Treppen steigen und einfache Aufgaben ausführen. Nao wurde von der französischen Firma Aldebaran Robotics entwickelt und im Jahr 2006 vorgestellt. Sein Preis lag zunächst bei etwa 10.000 Euro, später sank er auf die Hälfte. 2013 stellte Boston Dynamics Atlas vor. Ursprünglich sollte er nur in Katastrophengebieten eingesetzt werden. Im Laufe der Zeit erlernte er weitere Fähigkeiten, wie beispielsweise das Folgen an der Seite eines Menschen, ein Rückwärtssalto oder den Handstand. Der 2014 von Softbank vorgestellte Pepper wurde als kleiner kommunikativer Robotergefährte konzipiert. Durch seine geringe Größe, sein Gesicht mit überproportional großen Augen und die Sprechweise in hoher Stimmlage assoziiert man ihn mit einem Kind. 2022 stellte Tesla Bumblebee vor. Im März 2023 folgte der Optimus One und im September 2023 der verbesserte Optimus 2. Obwohl er für allgemeine Arbeitsaufgaben konzipiert wurde, soll durch ihn die Grenze zwischen autonomer Technologie und humanoider Robotik weiter verwischt werden. Vor einigen Wochen wurde eine optimierte Version vorgestellt. Ja, und wo stehen wir heute? Hier mal ein grober Marktüberblick. Jüngst stellte Boston Dynamics seinen New Atlas vor. Er ist viel agiler als sein Vorgänger. Der Hersteller Agility Robotics wurde 2016 gegründet und ist der führende Partner von Nvidia. Das bekannteste Produkt ist der Digit. Er wurde für den Einsatz in der Logistikbranche konstruiert. Amazon hat bereits mehrere Roboter im Testbetrieb. Die Massenproduktion steht kurz bevor. Die amerikanische Firma Apptronik hat den Apollo entwickelt. Apptronik ist Teilnehmer der NVIDIA-Projektgruppe für Roboterlernen. Was den Apollo ausmacht, ist sein modularer Aufbau. Der macht ihn flexibel einsetzbar, beispielsweise in der Logistik oder in Gefahrenzonen. Apollo kann auch als Haushaltshilfe oder in der Altenpflege eingesetzt werden. Derzeit befindet sich Apollo im Testbetrieb im Mercedes-Benz Logistikzentrum. Der Phoenix wurde von der 2018 gegründeten Sanctuary AI in Vancouver, Kanada, entwickelt. Er ist bereits die 6. Entwicklungsgeneration. Sein Betriebssystem heißt Carbon. Derzeit arbeitet man gemeinsam mit Microsoft daran, eine menschenähnliche Intelligenz zu entwickeln. Neo ist ein Roboter, der von der norwegischen Halodi Robotics in Zusammenarbeit mit OpenAI entwickelt wurde. Darum kann Neo uns Menschen besser verstehen als andere Roboter. Besonders vielversprechend finde ich den Figure One. Teilhaber sind Jeff Bezos, Nvidia, Microsoft und OpenAI. Wie ChatGPT kann der Figure One natürlich mit Menschen kommunizieren und verfügt über ein selbstlernendes Betriebssystem. BMW plant den Figure One in der Produktion einzusetzen. Das chinesische Unternehmen Fourier Intelligence, eigentlich ein Entwickler von Rehabilitationstechnologie, hat den Roboter GR1 entwickelt.
Wie CEO Sen Ko dem Business Insider US erklärte, geht er davon aus, dass in diesem Jahr bis zu 1000 Einheiten zur Auslieferung bereitstehen werden. Vom chinesischen Robotik-Startup Unitree stammt der H1. Er gilt als der derzeit schnellste Roboter und soll das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Du siehst, wie schnell die Entwicklung voranschreitet. Aber warum stehen wir nun vor einer Zeitenwende? Sowohl in den USA als auch in China steht die Massenproduktion fortgeschrittener humanoider Roboter kurz bevor. Ermöglicht wird das durch die Innovation im Bereich der künstlichen Intelligenz. So hat Nvidia das Projekt Groot entwickelt. Das ermöglicht es dem Roboter wie Menschen durch Nachahmung zu lernen. Nvidia-CEO Jensen Huang bezeichnete diese Entwicklung jüngst als neue industrielle Revolution. Every data center should be accelerated. $1 trillion worth of installed data centers will become modernized over the next several years. Second, because of the computational capability we brought to bear, a new way of doing software has emerged, generative AI, which is going to create new infrastructure dedicated to doing one thing and one thing only. Not for multi-user data centers, but AI generators. These AI generation will create incredibly valuable software. A new industrial revolution. Der kurz vor dem Produktionsstart stehende Figure One wird online auf das System von OpenAI zugreifen und auf Basis von ChatGPT kommunizieren können. Bekanntermaßen ermöglicht das eine intuitive Kommunikation. Zunächst werden die selbstlernenden Roboter in allen Bereichen der Logistik eingesetzt werden. Dem wird der Einsatz in der Produktion, im Handwerk, im Dienstleistungsbereich und in der Pflege alter Menschen folgen. Um die hohen Produktionskosten senken zu können, werden die Hersteller auf eine möglichst schnelle Skalierung angewiesen sein. Das wollen sie erreichen, indem sie eine Art Abo-Modell einführen. Das heißt, sie werden die Roboter verleihen und dem Kunden auf Basis der Betriebsstunden in Rechnung stellen. Mit dieser Vorgehensweise lässt sich eine möglichst schnelle Marktdurchdringung erzielen. Denn ein Arbeitgeber wird keine hohen Investitionen tätigen müssen. Er kann Mitarbeiter entlassen und sie sukzessive durch humanoide Roboter mit niedrigen laufenden Kosten ersetzen. In Folge dürfte der monetäre Wert menschlicher Arbeit verfallen. Dennoch werden nicht alle Arbeitsplätze verschwinden. Vielmehr werden sich die Anforderungen an die Fähigkeiten der Menschen ändern. Kreativität, Problemlösung und interpersonelle Fähigkeiten dürften an Bedeutung gewinnen, da diese schwer zu automatisieren sind. Es wird von großer Bedeutung sein, wie wir als Gesellschaft auf diese Verschiebung im Arbeitsmarkt reagieren. Um die Menschen auf die veränderten Anforderungen vorzubereiten, werden sich unsere Bildungssysteme an die neue Situation anpassen müssen. Der technologische Fortschritt und sinkende Produktionskosten werden dazu führen, dass persönliche Roboterassistenten, die bei alltäglichen Aufgaben helfen, zunehmend verbreitet und erschwinglich werden. Diese Roboter könnten Aufgaben wie Reinigung oder einfache Haushaltsarbeiten übernehmen. Vielleicht wird es auch eine andere Entwicklung geben. Was auch immer passiert, sicher ist, dass sich der Arbeitsmarkt verändern wird. Darum solltest du bereit sein, dich selbst zu verändern, bevor du verändert wirst. Wie denkst du über dieses Thema? Würdest du mit einem Roboter als Kollegen zusammenarbeiten? Hinterlass doch einen Kommentar. Und wenn dir mein Beitrag gefallen hat, dann gib mir bitte ein Like und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du auch in Zukunft kein Video verpasst. Wir sehen uns am nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt
ein Deutscher in Georgien. Tschüss!